Herzlich willkommen zur ersten Mivola News Ausgabe nach der Eröffnung des Knuffingen Airport. Am 4. Mai 2011 war es nach 6 Jahren und 150.000 Arbeitsstunden endlich soweit. Der kleinste Flughafen der Welt wurde unter den Augen von Hamburgs Bürgermeister und Formel-1-Legende Niki Lauda eingeweiht. Allerdings musste noch jede Menge erledigt werden, bevor wir diesen Anlagenabschnitt offiziell eröffnen konnten. Für alle Beteiligten galt es fast rund um die Uhr, die letzten Arbeiten abzuschließen. Eine der Aufgaben war es, die letzten Details für die Terminals anzufertigen und anschließend auf die 3 Gebäude zu verteilen. Die Übergänge zu den Fluggastbrücken wurden nur wenige Stunden vor Eröffnung montiert und verbinden seitdem die Warteräume mit den Flugzeugen. Über die Jahre entstanden tolle neue Knopfdruckaktionen. Zum Beispiel diese verrückte Parkschranke, Lowrider, der Traktorpulling-Wettbewerb oder illegale Sprayer sind nun Teil des Flughafens und können jederzeit von unseren Besuchern über die beliebten Knöpfe an den Geländern der Anlage gestartet werden. Viele neue Flugzeugmodelle, wie die AN-12 oder das bisher aufwendigste Flugobjekt, die Antonov 124 mit funktionstüchtiger Bug- und Heckklappe, werden in naher Zukunft weitere Bestandteile des Flughafens. Einige neue Standmodelle sind bereits fertig ausgeschmückt. Wie immer sollte alles so weit wie möglich dem realen Vorbild entsprechen. Jens hat sich dieser Aufgabe angenommen. Und damit entstehen jetzt die ersten Szenen, wo wir halt mal so zeigen können, was wir alles haben an Flugzeugen, die wir halt bei den fahrenden Sachen gar nicht so zum Einsatz bringen können. Denn wir können ja nichts direkt ans Flugzeug ranstellen. Das können wir hier aber machen. Und hier haben wir zum Beispiel 2 Flugzeuge, bei denen wir auch mal so alles auffahren, was wir überhaupt haben. Also Caterer, Tanker. Gut, der fehlt hier noch, Treppen, die ganzen Loader, Paletten, alles Mögliche. Weitere Modelle werden folgen. Die Wände rund um den Flughafenabschnitt bekamen durch mühevolle Bemalung einen künstlichen Horizont und erzeugen dadurch ein natürliches und optisch erweitertes Bild. Vor allem die Tarnung macht durch ihre dicke Wolkenschicht ihrer Aufgabe alle Ehre. Seit knapp 3 Monaten läuft der Betrieb ununterbrochen und es ist faszinierend, wie realistisch dieser Abschnitt geworden ist. Überzeugen Sie sich doch einfach selbst. Leider ist das große Schloss Neuschwanstein zur Eröffnung des Flughafens nicht komplett fertig geworden. Mittlerweile, nachdem auch alle Details eingebaut wurden, ist das Schloss fest im Flughafenübergang Allgäu eingebaut. Wie viel Zeit Gaston in dieses vorbildgetreue Modell investiert hat, erzählt er uns. Ich habe ungefähr 4,5 Monate dran benötigt, dran gebaut, getüftelt. Das war eine meiner schwierigsten Bauwerke, was ich in diesen 10 Jahren im Miniatur-Wunderland gebaut habe. Man muss sich vorstellen, ich habe am Anfang den Grundriss gehabt, die Platte, wie groß das Schloss werden sollte. Wir haben verschiedene Modelle versucht, verschiedene Größen, Gerhard und ich. Dann haben wir uns entschlossen, dieses Schloss 1:120 zu bauen. Ich habe genau 3.911 Bauteile zusammengeklebt, teilweise 3 Schichten aufeinander, um die Burgmauer oder das Gemäuer plastischer darzustellen, etwas dicker zu machen. Und das ist uns ganz gut gelungen, finde ich. Am meisten Bauteile sind praktisch in diesem Wehrgang da ringsherum um den Turm. Das sind 98 einzelne Teile zusammengefügt. Und das Highlight ist praktisch dort vorne im Thronsaal. Den habe ich komplett entkernt, habe mir praktisch eine Vorrichtung gebaut aus Plexiglas. Dieses Plexiglas habe ich hinterlegt mit einem Fotomotiv, wie es im Schloss Neuschwanstein innen ausschaut. Unterhalb des wunderschönen Schloss Neuschwanstein gibt es auch eine Tropfsteinhöhle zu bewundern. Sie ist nicht nur mit Beleuchtung, sondern auch mit vielen kleinen Besuchern ausgestattet. Man könnte denken, dass bei unserem Team langsam Ruhe einkehren würde nach Eröffnung des neuen Bauabschnittes. Leider gab es keine Zeit für Entspannung, denn das Wasserbecken in Skandinavien war dringend renovierungsbedürftig. An einigen Stellen drohte das Becken bereits Wasser zu verlieren. Zudem hatte die ständige Feuchtigkeit nach fast 6 Jahren einige Spuren hinterlassen. In diesem Zusammenhang wurde es auch gereinigt und an anderen Stellen komplett überarbeitet. Einer der am schlimmsten befallenen Bereiche war der dänische Strand, denn dort hatte das Wasser mittlerweile fast den gesamten Sand abgetragen und verkalkte Wasserränder hinterlassen. Familien, Akrobaten oder waghalsige Sportaktivitäten, viele kleine neue Szenen sind hier zu finden. Obwohl das Wasser mittlerweile längst wieder eingelassen ist und die Schiffe ungestört ihre Bahnen ziehen, werden an den Anlagenrändern noch weitere Details gesetzt oder überarbeitet.
Neben der Restaurierung zahlreicher Schiffe war das Schwimmdock eine der aufwendigsten Arbeiten. Eines unserer ältesten Schiffe, die Black Prince, ist nun eingedockt und schafft vielen kleinen Arbeitern einen dauerhaften Arbeitsplatz. Auch die Details im Wasserbecken wurden erneuert. Hier gibt es kuriose Dinge zu entdecken, wie zum Beispiel diese Schnorcheltiere oder eine Monsterkrabbe, die einen Taucher anscheinend fest im Griff hat. Endlich ist es soweit. Unser brandneues Panini-Sammelalbum ist fertig und befindet sich im Handel. Aufgrund des großen Erfolges der letzten Sammlung gibt es die neuen Sticker und Hefte wieder bundesweit an vielen Kiosken und Bahnhöfen, sowie im Wunderland oder in unserem Onlineshop. Nehmen Sie teil an wunderschönen Flughafenbildern und tollen Impressionen aus 10 Jahren Wunderland und lassen Sie sich vom Sammelfieber anstecken. Auch in diesem Heft sind natürlich neben einzigartigen Anlagenbildern wieder Glitzersticker, Sammelporträts und Gutscheinaufkleber zu finden. Wie vielleicht bekannt, gibt es auch diesmal wieder eine Plattform für Sammel- und Tauschfreudige. Allgemeine Informationen und erste Eindrücke finden Sie auf unserer Internetseite. Nur zu gerne erinnern wir uns an den 16.08.2001 zurück. Bei der Eröffnung des Wunderlandes vor 10 Jahren mit dem damaligen Hamburger Bürgermeister wagte sich noch niemand zu erträumen, wo wir heute stehen würden. All unsere Erwartungen wurden übertroffen und die Erinnerungen an unzählige Ereignisse in den letzten Jahren erzeugen Gänsehaut. Unseren 10. Geburtstag möchten wir daher mit unseren Gästen feiern. Vom 15.08. auf den 16.08. machen wir die Nacht zum Tag. Das Wunderland wird durchgehend in dieser Nacht geöffnet sein und Sie dürfen sich auf einige Highlights freuen. Zugleich eröffnen wir am 15.08. eine Sonderausstellung mit Begebenheiten und Hintergründen des letzten Jahrzehnts. Darunter befinden sich zahlreiche Verschleißteile, verrückte Ideen, Pläne, Bilder und Informationen aus den Hintergründen und die ein oder andere unglaubliche Geschichte. Seien Sie gespannt, wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Geburtstag mit uns feiern. Neben den Arbeiten am Wasserbecken werden im Moment auch die schon älteren Anlagenflächen verschönert bzw. wieder auf Trab gebracht. Zurzeit arbeiten die Modellbauer verstärkt an der Gesamtoptik der Bereiche Hamburg, Mitteldeutschland, Knuffingen, Österreich und Amerika. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Begrünung der Anlage, die an einigen Stellen nach 10 Jahren Dauerbetrieb an Farbe verloren hatte. Dazu wurde, beginnend in Knuffingen, die alte Begrünung an vielen Stellen entfernt und der Untergrund neu aufgearbeitet. Darunter ist auch der Schlossberg in Knuffingen oder die Große Zeche. Auch Mitteldeutschland hat neben einer neuen Begrünung einen komplett neuen Großmarkt. Bobby hat diesen Bereich komplett aufgearbeitet und mit vielen Kleinigkeiten ausgestattet. Viele der weit über 10.000 Bäume im Wunderland wurden über die Jahre durch die Reinigungsarbeiten an der Anlage in Mitleidenschaft gezogen. Unsere Modellbauer haben daher einen Großteil der Bäume entfernt und durch stabilere ersetzt. Diese wurden zuvor bearbeitet, um ein naturgetreues Bild darzustellen. Um unseren Bahnfahrern das Leben zu erleichtern, werden auf der Anlage zahlreiche zusätzliche Trittflächen errichtet, um falls notwendig den Weg über die Anlagenfläche zum Ort eines technischen Problems zu verbessern. Natürlich wird darauf geachtet, dass diese Trittflächen getarnt und vom Besucher nicht störend wahrgenommen werden. Das war's für diesen Monat. Wie Sie sehen, gibt es auch neben dem Flughafen viel Neues auf der Anlage zu entdecken. Kommen Sie uns doch mal wieder besuchen. Wir wünschen Ihnen noch einen sonnigen Tag oder angenehmen Abend. Bis zum nächsten Mal.